Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wie ihr sehen könnt, es geht bald los. Der Countdown zu der Welt 59 ist bereits schon gestartet und ja, wie ihr sehen könnt, vielleicht, ich habe mich auf dem Server auch schon vorab registriert und werde da am Freitag auch starten. Es wird auch einen Livestream geben von mir aus am Freitag, und zwar startet der bereits um 15 Uhr und um 16 Uhr gehen wir dann rein in den Serverstart zu W59. Das wird aber nur ein relativ kurzer Stream, weil ich nur bis 18 Uhr Zeit habe. Da werden wir schauen, was wir bis dahin machen können auf dem Server. Das wird natürlich auch wieder kein langfristiges Projekt werden. Wir werden einfach nur ein bisschen Spaß haben beim Serverstart. Dazu möchte ich aber sehr, sehr gerne mal wissen von euch, bevor das eigentliche Videothema losgeht. Werdet ihr auf W59 aktiv spielen? Werdet ihr dort langfristig spielen? Werdet ihr kurz reinschauen? Das ist so meine Frage. Und an alle Leute, die jetzt schon auf W60 warten, die eventuell W59 überspringen wollen und auf W60 warten, weil ich weiß, der Server ist jetzt schon vorab relativ gut im Hype. Was habt ihr geplant auf W60? Was wollt ihr machen? Wollt ihr irgendein Projekt starten? Wollt ihr eine Klasse ausprobieren? Habt ihr eine Gilde vielleicht, in der ihr starten wollt? Wollt ihr irgendein Gemeinschaftsding irgendwie hochziehen oder so? Das würde mich mal sehr interessieren. Eure Pläne für W60, das würde ich sehr, sehr gerne mal wissen, denn ich werde natürlich auch auf W60 vertreten sein. Ich werde mir die ersten paar Tage, Wochen, Monate, man weiß es nicht, den Server anschauen und dort auch drauf spielen, weil es einfach ein Jubiläumsserver ist, es ist ein runder Server, es ist ein Event-Server, es wird was Besonderes und da möchte ich natürlich auch mit dabei sein, auch wenn es nicht auf lange Sicht sein wird, denn meine 3 Accounts, die ich momentan voll betreue, sag ich mal, die reichen mir komplett aus. Ein neuer würde da nicht mehr reinpassen zeitlich. Deswegen wird es bei meinen 3 Stammklassen bleiben, die ich habe, und auf W60 wird das einfach ein spontanes Ding. Ich selbst weiß auch noch nicht genau, was ich auf W60 machen werde. Deswegen wäre es cool, falls ihr, keine Ahnung, eure Gilden oder was weiß ich, mit was ihr da am Start sein solltet, reinschreibt. Und eventuell ist ja irgendwo ein kleines Projekt dabei, wo ich mit für eine ungewisse Zeit, ne, das muss ich wirklich mit dazu sagen, nicht auf Langzeit, für eine ungewisse Zeit irgendwo mit reinschlittern kann. Weil ich weiß selbst auch noch nicht ganz genau, was ich auf W60 machen werde. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall dabei sein möchte. Ja, das auf jeden Fall vorab dazu. Also, aber zuallererst erstmal Freitag, Serverstart W59. Guti. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr interessiert daran, was ihr halt eben auch auf W59 machen wollt. Denn es ist ja jetzt wirklich nun mal so, dass es zu jedem Event-Server es ja meistens einen Server davor gab, der richtig fett gefloppt ist so. Und meistens ist es ja immer dieser Server vor den Runden-Servern. Ne? Bei W50 war es halt die 49 so. Alle warten halt auf diesen runden Jubiläumsserver und keiner möchte eigentlich auf auf dem Server davor spielen sozusagen, weil da halt eben wahrscheinlich relativ wenig los sein wird und eben, ja, wie schon erwähnt, alle auf W60 spielen wollen. Und so war es die letzten Jahre eigentlich auch gewesen. Teilweise war es ja sogar so, für die Leute, die schon länger mit dabei sind, dass sogar Server davor geskippt worden sind. Das heißt, die wurden komplett ausgesetzt. Ich erinnere nur noch mal zurück, damals als W30 gejoint ist und live kam. Es gibt bis heute keinen W29-Server. Es gibt W27, W28 und dann kommt W30. Weil halt einfach W29 übersprungen worden ist, weil sie halt eben gleich einfach diesen Jubiläums-Server releasen wollten. So, und diesmal ist es so nicht. Aber die Server, die jetzt halt eben davor kamen, jetzt halt eben ist es der 59. Server, wird wahrscheinlich nicht sehr krass besucht werden. Ich gehe davon aus, dass es natürlich, so wie immer auch zum Serverstart, es ein paar Leute geben wird, die sehr, sehr heftig in das Game hier reinpayen werden. Das wird es auch auf W59 geben. Das gibt es halt überall. Ne? Jeder möchte irgendwo mit an der Spitze oben spielen. Und da ist es halt eben jetzt besonders bei solchen Servern, die vor Jubiläumsservern starten, ist es besonders interessant, weil den halt eben wahrscheinlich sehr viele aussetzen werden.
Und deswegen kommen wir jetzt eigentlich auf das Videothema zu sprechen. Lohnt es sich, auf W59 zu spielen oder eventuell auf W60 zu warten? So, und ich kann da jedem von euch nur empfehlen, bevor ich da meine Antwort zu geben werde, wartet lieber auf W60. Ja, das ist auf jeden Fall so mein Tipp, den ich euch geben kann, denn auf lange Sicht gesehen wird der Server deutlich aktiver werden als W59. Allerdings kann man natürlich auch einen anderen positiven Aspekt aus W59 ziehen, denn dadurch, dass ja eben alle, wie gesagt, auf W60 spielen werden und nur ein geringer Teil, ne, auf W59. Ich meine, es gibt immer noch genug Leute, die wahrscheinlich da drauf spielen werden, ne? Aber die Konkurrenz wird auf W60 höher werden. Das ist bei W50 auch so gewesen. Der W50-Server ist bis heute immer noch sehr, 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 sehr aktiv und da kommt auch kein weiterer irgendwie ran. Und W49, ja gut, der ist zwar auch da, der ist auch aktiv so, aber jetzt nicht so in dem Maße wie W50. Es macht es aber für euch leichter, wenn ihr mit der Entscheidung oder sag ich mal mit der Intention reingeht, ey, ich möchte auch mal ganz, ganz, ganz weit oben mitspielen in der Ehrenhalle. Ich möchte auch mal in den ersten 5 Rängen oder in den ersten 10 Rängen sein. Dann kann ich euch empfehlen, dann geht auf jeden Fall in W59 rein. Denn die Konkurrenz wird die ersten paar Wochen natürlich auch absolut durchdrehen, ausrasten, so wie man es von jedem Serverstart kennt, an Tag 3, 220 oder so. Das kennt man alles schon. Das ist nichts Neues mehr. Ja, das ist auf jedem Server so. Das wird auch auf W59 wieder so sein. Allerdings könnte es sehr, sehr gut sein, dass nach ein paar Monaten eventuell viele aufhören werden oder dass halt eben der nicht mehr so aktiv ist oder W60 kommt und dann auch Leute aufhören könnten eventuell, ne? Und dann ist halt eure Chance, da anzugreifen. Dadurch, dass halt die Popularität für den Server sich in Grenzen hält, könnte es gut sein, dass ihr gute Chancen habt, Top-Ränge zu platzieren. Auf jeden Fall ist dies wahrscheinlicher auf W59 als auf W60. Denn wenn man sich die Dichte der Spieler zum Beispiel anschaut auf W50, ist es immer noch extrem krass, es herrscht immer noch eine extreme Konkurrenz. Wir können einfach nur mal auf W50 gehen. Ja, da sieht man, dass halt immer noch sehr, sehr viele gut gefüllte Gilden hier am Start sind. Ein paar sind mittlerweile auch zerbrochen, aber auch beim Hellevator hat man gesehen, dass wirklich sehr viele krasse Gilden immer noch am Start sind und auch gut gefüllt und es eine sehr, sehr hohe Konkurrenz auf dem Server gibt. Alleine, wenn man sich die Ehrenhalle anschaut, es ist so extrem schwer, in die Top 500 zu kommen, weil einfach so viele Leute so aktiv seit Serverstart noch am Spielen sind. Ja? Wir können mal runtergehen, hier Top 500, was hier für eine Level sind. Der 500. Spieler ist jetzt gerade gildenlos. Ja, das passt natürlich. Aber es sind hier auch schon über 400 viele so, ne, auf dem Gebiet. Und das seit Serverstart das ist eine extreme Dichte und hier sich hochzukämpfen ist deutlich schwieriger als auf einem unpopulären Server. Deswegen rechnet euch eure Chancen für W60, falls ihr nicht der Hardcore-Payer seid und bereit seid, 10.000 Euro zu bezahlen, werdet ihr wahrscheinlich nicht sehr weit oben spielen in der Rangliste auf W60. Ja, und wenn ihr bereit seid, ein bisschen weniger Geld zu investieren und dafür dann mehr zu haben, dann könnt ihr auf W59 da auf jeden Fall euch bessere Chancen ausrechnen als auf W60. Da wird es sehr viele Hardcore-Payer geben. Das wird es in dem Maß wahrscheinlich auf W59 nicht. Lasst euch aber auch gesagt sein, dass auf W59 es eventuell sein könnte, dass halt eben durch diese etwas niedrigere Spielerschaft es natürlich sein könnte, dass der Server natürlich ein bisschen schneller ausstirbt. Ne? Es ist noch nicht passiert, dass ein Server komplett tot ist irgendwie, außer vielleicht S10 USA, da gibt es gefühlt nur ein Spieler auf dem Server. Ja, da ist sonst nichts weiter, da ist nur eine Gilde, die aktiv ist gefühlt. Ja, aber ansonsten gibt es keinen Server, wo jetzt nicht noch 2 Gilden aktiv oder 3 Gilden aktiv spielen, ne? Egal mit welchem Spielstil. Ne? Das nicht. Allerdings wird die Konkurrenz halt eben nicht sehr hoch sein dort auf dem Server. Was natürlich gut ist für euch eventuell, kommt ihr dadurch vielleicht sogar in die internationale Ehrenhalle, wenn ihr auf Platz 1 seid auf dem Server. Ne? Dann habt ihr da reelle Chancen. Wenn ihr sagt, ey, ich will unbedingt in der IHOF aufsteigen und möchte mich da behaupten, dann geht auf W59. Ne? Wenn euch das scheißegal ist, dann geht auf W60. Ne? Denn dort habt ihr auf lange Sicht gesehen
deutlich mehr davon und halt auch, hätten wir da gekrittet, dann hätten wir gewonnen. Einmal, ein Crit hat gefehlt. Ne? Ja, ne, auf W60 wird es auf lange Sicht gesehen deutlich schlauer werden zu spielen. Und da wird es auch definitiv mehr Spaß machen, aufgrund halt auch der zahlreichen Konkurrenz. Das könnte auf W60, auf W59 eventuell relativ schnell vorbei sein, beziehungsweise sehr stark abflachen. Ne? Gut, ja, das ist auf jeden Fall nur noch mal so mein kleiner Hinweis, bevor ihr euch entscheidet, auf W59 oder W60 zu spielen. Ja, was man da eventuell beachten sollte, mit welchen Gedanken man da rangeht an die ganze Sache. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Sachen rein, die ich eingangs erwähnt hatte. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und eventuell findet man da auch was, wo man gemeinsam auf W60 starten kann. Ich bin für alles offen. Das ja, geht nicht nur an die Zuschauer so von mir, sondern halt auch an alle anderen YouTube-Streaming-Kollegen so, ne? Falls noch irgendwo eine Ecke frei sein sollte, ne, kann ich da auch sehr, sehr gerne reinjoinen. Es kommt natürlich auf das Projekt an. Ich habe keine Lust, muss ich ehrlich so sagen, auf einen Hardcore-Pay-to-Win, auf eine Hardcore-Pay-to-Win-Gilde, die darauf erpicht ist, die ersten 3 Ränge zu belegen. Falls es da der Fall sein sollte, dann schließt mich gerne aus. Da habe ich nämlich keine Lust drauf, tatsächlich, weil ich sowieso nach ein paar Monaten aufhören werde. Ne? Allerdings, wenn es irgendwas Spaßiges ist, wo die ja, Voraussetzungen eventuell nicht so hart sind, ne, ich sag mal im Bereich von den Top 10 Gilden, eventuell kann man da gut von sprechen, eventuell, vielleicht sogar Top 20, ich weiß nicht ganz genau. Ne. Es sei denn, es kommt irgend so ein übelst geiles Fun-Projekt oder so ein Vorschlag, dann wäre ich natürlich auch für weitaus niedriger als Top 20 bereit zu spielen für die Gilden. Aber halt immer mit dem Hintergedanken, dass ich auf dem Server eines Tages aufhören werde und da natürlich immer dann der Ersatz für mich da sein sollte. Ne? Ja, gut, aber das ist alles nachher dann später Kommunikationssache. Das kann man im Nachhinein immer klären. Alles klar, das war's für uns soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.